Rampe, Reicht. 20 Minuten Podcast über, Heute reden wir noch mal übers Wohnen, und zwar Wohnen zu Hause. Ja. ich bin schwarz-rund und zurzeit schreibe ich an meinem neuen Roman und streiche meinen Balkon. Ich bin Seemotier und zurzeit backe ich ganz viel und probiere sehr viele neue Köstlichkeiten in der Küche aus. Nice, nice, nice. Ja, da sind wir auch schon bei zwei Sachen, die was damit zu tun haben, worum es heute geht. Letzte Woche habe ich ja ein bisschen erzählt über das Thema Wohnen und Wohnungsmarkt, psychische Erkrankungen und Wohnungsnot, Obdachlosigkeit. Und wir wollen so ein bisschen auch vom Großen ins Kleine gehen und dem heute eine Folge widmen. Damit ist das Thema aber definitiv nicht abgeschlossen. Also bevor ihr sauer werdet, keine Angst, wir werden sicherlich in den nächsten Staffeln noch mehr darüber reden. Oh ja. Und es wird eins unserer Lieblingsthemen heute sein. Freuen uns beide sehr, diese Folge aufzunehmen, Ja. weil das ist ein Thema, worüber wir sehr, sehr viel so im Privaten gerne Hm. reden und was sehr nah an unserem Herzen liegt, würde ich sagen. Yes, yes, yes. Auf jeden Fall. Genau, wir haben so verschiedene Ideen, wie wir das Thema angehen können, aber heute haben wir dem Podcast ja auch schon einen Titel gegeben, und zwar den Titel, der mit einer Person zu tun hat. Und ihr Name ist Marie Kondo. Yay! Yay. Wir dachten, wir fangen so an, dass ich dich erstmal frage, wie du an Marie Kondo gekommen bist, weil du hast ja mit dem Buch angefangen. Und ich kenne Marie Kondo auch durch dich. Also bist Yes. du äh, quasi der Startpunkt. Wie kam es dazu, dass du Marie Kondo entdeckt hast? Und was hat sie und ihre Methode in deinem Leben bewirkt? Genau, dazu muss ich ganz kurz sagen, was mein Elternhaus war. Ich bin bei meiner Mutter größtenteils groß geworden und die war aufgrund eigener Traumata ein Messi. Und das war für mich ziemlich schwierig als Kind. Also ich bin nie damit groß geworden, dass Ausmisten, Wohnung reinigen, putzen, sich um den Haushalt kümmern, einkaufen, irgendwie Dinge waren, die neutral oder sogar positiv waren. Das war immer ein großes Leitthema. Mhm. Und viel Dreck, viel fehlende Hygiene ist das, worin ich einfach groß geworden bin. Und dann bin ich mit 18 ausgezogen und habe in den ersten 3 Jahren in Berlin in einer WG gewohnt und hatte leider MitbewohnerInnen, die selber auch keine gute Verbindung zu dem Thema hatten. Und dann bin ich mit meinem damaligen Partner zusammengezogen. Und nach 2 Jahren habe ich gemerkt, dass ich nicht weiterkomme. Also egal wie oft ich quasi die Mhm. Umgebung ändere, das Thema bleibt bestehen. Ich leide die ganze Zeit. Also eigentlich leide ich die ganze Zeit, wenn ich zu Hause bin, unter meinem Zuhause, und wenn ich Mhm. draußen bin, leide ich auch drunter. Es ist immer ein Leitthema. Es hat nichts Schönes oder Schuldfreies oder Routinemäßiges, nichts, Mhm. was einem Halt gibt. Und an einem sehr beschissenen Tag strandete ich am Hermannplatz und versteckte mich dort im Hugendubel unten im Karstadt drinne. Ähm, und sah eben dieses Buch von Marie Kondo und dachte mir, das lese ich jetzt, weil ich wollte einfach wütend sein. Oh, Damals hat noch mhm. niemand über sie gesprochen, also sie war kein Thema in Deutschland auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch die erste Auflage von der deutschen Version tatsächlich. Oh. Uh. Und ähm, dachte mir, ich lese da jetzt drinne, bis irgendwie eine Person dann vorbeikommen sollte zum Hermannplatz, um mich darüber zu echauffieren, weil ich hatte halt alle Magazine durch, alle so schaffen sie es. Sie müssen nur jeder Sache einen Ort geben. 10 Mhm. Teile am Tag. Haben sie nicht mehr wie 5 T-Shirts? Mhm. Bla Sachen. Nichts hat geholfen. Also es waren halt immer so kleine nette Knickknacks, die einem halt nichts bringen, wenn man kein System hat. Ähm, Ja. und war mir ganz sicher, dass ich dieses Buch schrecklich finden würde und überholt und zweckfrei und solche Sachen. Mhm. Und ich konnte nicht aufhören, es zu lesen. Das war dann, nachts habe ich mir sofort das E-Book gekauft, weil ich nicht abwarten konnte, die Druckausgabe zu kriegen. Mhm. Und ja, das war
mein Startpunkt. Und dann habe ich glaube, 5 Monate damit zugebracht, Dinge wegzuschmeißen und aber auch all das, was sie einem beibringt, anzuwenden auf Familienbeziehungen und Freundinnenschaften. Und das war das Ja, erste Buch, was mir erklärt hat, dein Bauchgefühl, dein Wohlempfinden, die Dinge im Leben haben, die dir gut tun oder wenigstens nicht schaden, ist irgendwie ein total hoher Wert, den du als Hauptkriterium benutzen darfst und solltest. ja. Ja, Das ist ich denke, eine sehr gute Zusammenfassung von dem Kern von dem, was die ja, Marie Kondo-Methode ausmacht. ja. Ähm, Sie ist antikapitalistisch, anti ähm, Materialistische. materialistisch, genau. Und es geht halt um deine Gefühle. Die Gefühle sind im Ja, Mittelpunkt. Das ist das Wichtige. Wie geht es dir und wie du deine Antwort begonnen hast. So, du warst unglücklich und unzufrieden mit deinem Zuhause und deinen Surroundings. ja. Und das, ja. Und wie ist es denn jetzt? Nach mehreren Jahren Marie Kondo. Es ist einfach ein zweiter. Mein Wert besteht nicht mehr aus dem, wie meine Wohnung aussieht. Hm. Ich komme natürlich auch einfach viel besser klar. Ich bin sehr, sehr gerne dabei, Lösungen zu finden. Heißt, ich finde Ja. gerne grundlegende Lösungen dafür, wie Sachen ordentlich bleiben. Mhm. Ich bin ungerne jemand, der Krams wegräumt. Ja. Und ich traue mich auch, glaube ich, jetzt mehr zu sagen, dass mich das tatsächlich stört, wenn Leute bei mir sind. Mhm. Ich dann sage, es nervt mich 20 Mal, das wegzuräumen. Entweder du findest einen Ort dafür oder du gehst. Um Mhm. einfach, weil ich einfach verstehe, was für ein, wie sagt man das, was für ein Vorsprung viele andere Leute haben. Andere Leute haben einfach 24 Ja. Jahre Vorsprung bei dem Thema. Mhm. Und die werde ich nie aufholen können. Aber das heißt, ich muss da sehr viel mehr drauf achten. Aber nicht im Sinne von, weil ich ein schlechter Mensch bin oder weil ich das nicht kann oder so, sondern im Sinne von, ich habe einfach weniger Übung. Ja. Und deswegen muss ich die Sachen genauer ausführen. Es ist so ein bisschen wie wenn man schon jahrelang choreografisch tanzt, dann kann man sich ja irgendwann eine Choreo angucken und die dann einigermaßen ausführen und beim nächsten Mal besser und dann Mhm. sieht das einfach gut aus. So. Mhm. Wenn du anfängst, musst du ja wirklich auf jeden Schritt achten, Ja. den der Instructor dir irgendwie gibt, und es ist sehr technisch und genau, also ich bin quasi so ein bisschen an dem Schritt. Langsam wird es ein flüssiges Tanzen, aber es ist noch immer sehr, hm. Mhm. Ich brauche einfach ein System, aber ich habe halt keine Sachen mehr in meinem Leben, die Müll sind. Ja. Ich habe kein Interesse mehr daran und ich bin einfach sehr okay damit, was physische Dinge angeht, Entscheidungen zu treffen. Und ich weiß tatsächlich nicht, wie ich den Nachlass meiner Mutter hätte regeln können, ohne Marie Kondo zu kennen. Ach ja. Weil wir wissen ja beide, wie die Wohnung von ihr aussah. Du warst ja damals mit Mhm. dabei und da war ja nichts mehr zu retten. Also wir konnten ja nur die Mhm. Fotos rausholen. Ja. Oder genau, die Fotos haben wir noch selber rausgeholt, aber ein paar Sachen Ja. haben ja die vom Entwicklung. Räumungsunternehmen, genau. Ja. Aber ich konnte ja gar keine, also ich stand ja nicht vor einzelnen Sachen und konnte in Ruhe Nee. überlegen, was ich möchte, sondern Ja. es war halt eine komplett zerstörte Wohnung. Ich konnte ein paar Sachen rausziehen und musste dann sagen, entsorgt alles. Ja. Und das ist mir tatsächlich nicht schwer gefallen. Mhm. Das finde ich total absurd, dass in all diesen Dingen das mir nicht schwer gefallen ist, weil ich diesen Muskel einfach total trainiert hatte. Ich Ja. hatte in meiner ersten Marie Kondo-Runde habe ich bestimmt mich für ungefähr 1/7 meines Besitzes entschieden. Und das ist halt das Mhm. Coole. Ich sag halt, ich habe quasi 1/7 behalten und den schätze ich. Ich sag nicht, ich habe 6/7 weggeschmissen. Genau. Und das ist für mich ein Vielleicht, großer Unterschied. ja, vielleicht können wir gerade jetzt für die Uneingeweihten erzählen, was eigentlich die Marie Kondo-Methode ist, in einer sehr, sehr, sehr verkürzten Fassung. Ja. Obwohl das auch nichts Negatives ist, sondern es ist wirklich so unglaublich einfach. Es ist so unglaublich einfach und gleichzeitig verweise ich ja immer wieder drauf, lest das Buch. Mhm. Weil viele Leute haben ja das Buch von Noah So gelesen, Deutschland schwarz-weiß. Und Ja. das ist ja, da könnte man ja auch sagen, es ist einfach. Es erklärt dir, was Rassismus ist, und es erklärt dir, wie du den im Alltag vermeiden kannst, und es erklärt dir, dass Alltagsrassismus uns alle in irgendeiner Form betrifft. Mhm. Aber wenn ich dir das so erzähle, hast du vielleicht das Wissen, aber du hast ja nicht die Methodik. Genau. Ja. Genau.
Und so geht's mir ein bisschen auch mit Marie Kondo. Es sind natürlich einzelne Schritte und man geht je nach Kategorie durch, nicht nach Zimmer und schaut sich jede Sache einzeln an und schaut, ob es bei einem Freude auslöst. Aber das ist ja nicht alles. Also diese Sachen Ja. könnten Leute durch schlechte Verrisse erfahren, durch die Fernsehserie oder. Mhm. Was für mich wichtiger ist, sie hat jahrelang dazu recherchiert. Eigentlich seit Genau. ihrer Kindheit. Ja. Sie hat ihr ganzes Taschengeld investiert, um sich alle Magazine zu kaufen und Bücher zum Thema, wie räumt man am besten auf. Mhm. Und hat das dann jahrelang analysiert, ausprobiert, mit Menschen getestet und hat dann dieses System entwickelt. Ja. Also sie ist die ultimative Expertin, was das angeht. Genau. Und hat daraus auch ein Business gemacht, das ist quasi ihr Lebenswerk. Ja. Und vielleicht können wir wirklich an dem Punkt auch ein bisschen auf diese Kritik eingehen oder nicht mal Kritik, wie du meintest, von einem Verriss, der vor allem in den sozialen Medien so rumgeht. Also es ist quasi schon wie es ist wie ein Witz. Also dieses Marie Kondo sagt, ihr sollt alles wegwerfen und dann geht's euch besser. Ja. So ist es tatsächlich nicht. Also auch dieses Marie Kondo sagt, ihr müsst alle Bücher wegwerfen, ihr dürft keine Bücher benutzen, ihr müsst nur ein paar Schuhe Behalten. besitzen und so weiter. Und das ist gerade diese Gefahr. Erstens das totale Verkürzen von ihrer Methode, dann sich lustig machen auch über dieses behalte das, was dir Freude macht. Ja. Oder wo du Freude dran Das finde ich am traurigsten, dass das was Lustiges ist. So, oh mein Gott, die Dinge behalten, die dich glücklich machen? How dare you? Lol. Ja. Ich glaube, man kann das vielleicht in so ein paar Kategorien einteilen. Was gibt es für Kritikformen? Es gibt einmal die Kritik, die nichts mit dem Inhalt zu tun hat, wie du gesagt hast. Sie bringt ja selber Beispiele dafür, dass für eine Person die richtige Anzahl von Schuhen 195 Paare sind. Und für die nächste Person sind es 3 Paare. Genau. And that's fine. Es geht nicht darum, dass sie dir sagt, was richtig ist, sondern dass du dir sagst, was richtig ist. Genau, es gibt halt kein Modell, so alle sollen so und so handeln. Und ich glaube, das ist auch so die Gefahr bei so anderen Systemen, wo gesagt wird, du musst das System genauso machen. Und Menschen sind halt unterschiedlich und haben unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse und so weiter. Und deswegen funktioniert die Marie Kondo-Methode so gut, weil sie sagt, was ist dir wichtig? Was möchtest du in deinem Leben haben? Und womit möchtest du dich umgeben? Und ich finde, das ist der spannendste Aspekt mit bei ihr, dass sie am Anfang vom Buch auch sagt, fang nicht sofort an zu räumen, sondern überleg, wofür machst du das eigentlich? Wo willst du damit hin? Was ist die Vision, die du hast? Und das dann ja auch durchgeht und einem zeigt, wie man zu einer Vision kommt, die einem wirklich bei diesem Projekt jetzt quasi hilft und einem damit quasi beibringt, wieder aufs eigene Bauchgefühl zu hören. Und das beschreibt sie, finde ich, so unglaublich schön, dass das Bauchgefühl ist nicht das Gegenteil von einem rationalen Denken, sondern wenn wir entscheiden, behalte ich dieses T-Shirt, ja oder nein, macht mich das glücklich, könnte ich ja versuchen, irgendwie mit mathematischen Maßstäben daran zu gehen. Ja. Aber woher willst du wissen, ob es dich glücklich macht, 10 T-Shirts zu haben oder 85? Genau. Das ist nichts, es gibt keinen Quotient dafür. Oder woher willst du wissen, was du an einem verregneten Sonntag unglaublich gerne tragen möchtest, anhand der Löcheranzahl in einem T-Shirt? So funktioniert das ja nicht, so benutzen wir Gegenstände nicht. Genau. Und sie sagt quasi, dass der einzige Weg, all diese Faktoren, also generelle Anzahl versus was macht mich zufrieden und all diese ganzen verschiedenen Versionen von uns, die wir im Leben sind, können wir am besten halt mit einem Bauchgefühl erspüren. Ja. Und deswegen ist das Bauchgefühl nicht das Gegenteil von einem rationalen Denken, sondern eigentlich sowas wie ein superschneller Prozessor, der all diese Faktoren durchrechnet und uns als Information ausspuckt, jipp oder nö. Genau. Und ja. Ja. Weitere Kritiken, also du meinst Kritikkategorien, wäre ja dann wahrscheinlich der Rassismusaspekt, weil es scheint sehr viele Leute extrem zu nerven, dass eine kleine hübsche japanische Frau kommt und sagt,
so könntest du glücklicher leben. Deine Art, das zu strukturieren, ist fürchterlich ineffektiv. Ja, genau. Ich glaube, das ist ja das, was sie eigentlich sagt. Sie sagt ja nicht nur, also der Vergleich wäre zum Beispiel diese Fly Lady, das ist so ein Putzsystem. Und das ist Ja, halt was Frauen dürfen. Frauen dürfen überlegen, wie sie jeden Tag putzen, weil das ist ihr Job. ja, Aber das macht sie ja nicht. Sie redet ja nicht übers Putzen. ja, Sie redet genau. ja ganz explizit darüber, wie gehst du mit Besitz, Eigentum und Wohnraum um? Mhm. Was wird behalten, was wird entsorgt, was hat welchen Wert? Ja, Und das in einer Systematik, das ist ja nichts, was Frauen zu tun haben. nee, genau. Und sie möchte ja auch, dass die ganze Familie, also alle im Haushalt mitmachen. Genau. Das ist ja jetzt nicht, ihre Methode ist ja jetzt nicht so eine gegenderte, du als Hausfrau hast jetzt dies und das zu tun, sondern was ja auch in dem Buch besprochen wird, dass wenn ihr mehrere Leute seid im Haushalt, muss jede Person das für die eigenen Gegenstände tun. Das mag ich auch so gern daran. Es ist halt nicht so ein jetzt machen wir das alle richtig, sondern es ist ein krasser Prozess mit dir einfach. Ja, Es ist wie kannst du mit dir zufriedener werden, was deinen Besitz angeht, aber auch mhm. ehrlicher werden. Ich glaube, diese Ehrlichkeit da drin schockiert viele total. Oh So ja, dieses, wenn ich aber meine 4 Millionen Bücher behalten möchte, die mich erstens nicht interessieren, zweitens gar nicht mehr zu mir passen und ich drittens niemals lesen werde, dann soll sie doch mal kommen und die wegschmeißen. Also erstens kommt sie nicht und schmeißt die weg, weil du kannst sie dir gar nicht leisten. Zweitens, selbst wenn du sie dir leisten kannst, wird sie die nicht für dich wegschmeißen, weil das macht sie nicht. Das ist nicht ihr nee, Job. Ihr Job sie ist nicht, das für sagt, dich zu machen. ja, sie sagt, du sollst jetzt alle deine 1000 Bücher in die Hand nehmen, einzeln, und gucken, wie du dich dabei fühlst und dann aussortieren. Also Ja, ja. Deswegen ist es so schwierig, diese Kritik zu sagen, so Marie Kondo sagt, schmeiß alles weg, Marie Kondo kommt und schmeißt deine Sachen weg, weil so funktioniert das einfach nicht. Es ist nicht so ein Knopfdruck und dann ist es gemacht, sondern es ist wirklich auch ein längerer Prozess, vor allem wenn man viel Sachen hat. und das ist das, was so frustrierend daran ist, weil sie all die Sachen, die ihr vorgeworfen werden, quasi selber im Buch debunked. Und das Ja, finde das ich so stimmt. unglaublich ätzend, dass sie sagt, Das ich ist will nicht vorbeikommen. Die Leute sind so, dann soll sie doch mal vorbeikommen. Sie hat diesen Joke schon selber gemacht. ja Und genau. das Schlimmste ist mit den Dokumenten. Das ist immer der Punkt, wo ich Ach, wirklich sauer ja. werde. Wenn alle sagen, na ja, aber die Steuer macht mich ja nicht glücklich. Halt die Fresse! Der erste Mensch, der diesen Witz gemacht hat, war Marie Kondo. Und zwar über ihr Und das, eigenes System. Und ja, deswegen gibt es genau. dafür ein extra System in ihrem Buch. Ja. Das ist so frustrierend. Es ist Es ist so, wirklich, als ob sie sich nicht Gedanken gemacht hätte über all diese Dinge. Also sie hat ja dann ja, später, es gibt ja noch ein zweites Teil dazu, weil sie genau, dann sich später noch damit auseinandergesetzt hat, dass so europäische, US-amerikanische Küchen anders funktionieren als japanische Küchen genau. und sie deswegen dazu noch ein weiteres System quasi entwickelt hat. Also Ja, dieses ganze Wissen und womit sie sich da so beschäftigt und versucht dann irgendwie auf alle Bedürfnisse so einzugehen, das wird so völlig negiert durch diese platte Kritik von Leuten, die sich nichts angeguckt haben von dem, was sie tatsächlich produziert hat. das ist so nervig. Und ich glaube, wir kommen jetzt aber auch schon zu der Kritik, die ich tatsächlich mit am anstrengendsten finde, weil sie am meisten aus unseren Kreisen kommt. Und Ach, das ist die Kritik, Marie Kondo ist klassistisch und nur für klassenprivilegierte Leute eine Lösung. hm, Weil, also, ihr müsst nicht nur uns glauben. Ich empfehle jetzt schon mal die erste Sache. Und zwar gibt es einen YouTube-Channel, der heißt Hoarders Heart. Also das Herz eines Hoarders. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Und die Person ist diagnostiziert als Messi und Mutter von, ich glaube, 2 Kindern. Sie zeigt sich selber auch nur anonymisiert in den Videos. hm, Und sie verwendet die Marie Kondo-Methode, um mit ihrer Erkrankung umzugehen. Der ganze Keller, Schuppen, was die alles haben. Die haben einfach so viele Räume. Es hört nicht mhm, auf. Und die benutzt die Marie Kondo-Methode. ja, Und ich habe Marie Kondo benutzt zu einem Zeitpunkt, wo ich das wenigste Geld in meinem Leben hatte.
Dieses Thema dauert offensichtlich länger wie eine Folge. Deswegen haben wir uns entschieden, daraus 2 zu machen. In 2 Wochen geht's dann weiter mit dem Teil Wohnen drinne, Marie Kondo 2, Wohnen 3.